Ich bin Lucy, die Königin des Tiergartens Nürnberg. Lucy, Felis catus, Familie Felidae aus der Ordnung Carnivora und Feliformia. Wälder sind Ökosysteme. Das hast du bestimmt schon gehört. Der Begriff kommt vom altgriechischen Oikos, das Haus, und Systema, das Verbundene. Also Hausverbund. Das hört sich an wie eine Art WG, oder? Es ist eine Lebensgemeinschaft von Organismen mehrerer Arten, Biozönose genannt, und ihrem Lebensraum, dem Biotop. Jedes Ökosystem ist einzigartig, Ergebnis des Zusammenspiels zwischen Klima, Luft, Boden, Bakterien, Pilzen, Pflanzen und Tieren. Stell dir das wie ein großes Netz vor. Alles ist mit allem verbunden. Der Igel ernährt sich von Regenwürmern. Die lockern den Boden auf. So kann Regenwasser besser versickern. Wasser, das der Baum braucht, der dann im Herbst seine Blätter abwirft, in denen der Igel überwintert. Stirbt der Igel, wird er, wie auch das Laub, wenn es eine Weile liegt, zur Nahrung für Pilze, Bakterien und Würmer, die die Stoffe umwandeln. So entsteht Humus für fruchtbaren Boden, aus dem die Pflanzen ihre Nahrung beziehen und mit Hilfe von Photosynthese wieder organisches Material aus dem Anorganischen produzieren. Und die Pflanzen wachsen und schaffen damit die Nahrungsgrundlage für alle anderen Lebewesen. Ist das nicht toll? Ich sage, ein Wald ist ein Wunder. Ständig entsteht neues Leben, während anderes stirbt. Alles ist immer im Wandel. Fallen Bäume in einem Sturm, werden sie zu neuem Lebensraum für Käfer und Pilze. Während auf der entstandenen Lichtung erst Kräuter und Gräser, später Sträucher und neue Baumarten wachsen, die Lebensraum für neue Insekten sind. Wo viele Insekten sind, gibt es viele Vögel. Und wo es viele Vögel gibt, gibt es viele Tiere, die Vögel erbeuten. Fressen die Vögel dann so viele Insekten, dass die sich nicht mehr genügend fortpflanzen können, wird es bald auch wieder weniger Vögel geben und so weiter. Jedes Teil ist wichtig für das Ganze. Darum sind Eingriffe durch den Menschen so folgenschwer. Verändert man irgendetwas, hat das Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem. Ein Beispiel. Wisst ihr, was mit Waldboden passiert, wenn man mit einer schweren Maschine darüber fährt? Gesunder Waldboden ist ein durchlässiges System aus organischen und mineralischen Partikeln mit vielen, vielen kleinen Hohlräumen, durch die Wasser und Luft zirkulieren und voller Bodenlebewesen, die Nährstoffe in den Boden einarbeiten. Hier wird ständig Material abgebaut, umgebaut und Neues geschaffen. Der Waldboden lebt. Wenn ihr das nächste Mal im Wald seid, nehmt mal eine große Handvoll davon. In dem, was ihr in der Hand haltet, leben mehr Lebewesen als Menschen auf unserem Planeten. Regenwürmer, Tausendfüßler, Amöben, Milben, Fadenwürmer, Springschwänze, Glockentierchen, Wimperntierchen, Bakterien, Algen. Baumwurzeln und Pilzfäden durchziehen den gesamten Boden. Die Pilzfäden bilden ein watteartiges Geflecht, das Myzel, das sich kilometerweit erstrecken kann. Viele Pilze umwachsen mit ihren Geflechten auch die Feinwurzeln von Bäumen. Sie dringen in diese ein und versorgen die Bäume mit Nährstoffen. Umgekehrt erhalten die Pilze von den Bäumen Zucker aus der Photosynthese. Diese Pilze heißen Mykorrhiza, was Pilzwurzel bedeutet. Bäume und Mykorrhiza leben in einer Symbiose, das heißt, beide haben durch das Zusammenleben Vorteile. Fährt jetzt eine schwere Maschine über den Waldboden, wird er zusammengepresst, die Hohlräume zerdrückt, die Pilzfäden zerquetscht, die ganze Bodenlebewelt gestört. Schon eine Fahrt mit einer Erntemaschine reicht aus, um den Boden für immer zu zerstören. Menschen können Bäume pflanzen, aber keinen Wald. Und ein junger Baum hat es schwer, wenn der Boden verdichtet ist und es durch die Klimaerwärmung immer heißer und trockener wird. Dabei haben die Wälder selbst ja eine ganz wichtige Rolle im Klimaschutz. Durch Photosynthese entziehen sie der Atmosphäre das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid und binden es in Wurzeln und Holz.
Eine 23 Meter hohe Rotbuche mit einem 30 Zentimeter dicken Stamm bindet etwa 1 Tonne CO2. Nach den Ozeanen sind Wälder die größte Kohlenstoffsenke. Was heißt, dass sie mehr Kohlendioxid speichern als abgeben und damit Einfluss auf das Erdklima haben. Und jetzt überleg mal, wie lange es dauert, bis ein ganzer Wald gewachsen ist. Stell dir einen Baum vor, der Hunderttausende von Samen verbreitet. Wie viele davon landen auf lockerem, humushaltigem Boden, können keimen, wurzeln, finden genügend Sonne und Wasser? Wie viele werden dann gefressen oder zertrampelt? Wie viele wachsen zu neuen großen Bäumen? In einem Wald passieren dauernd unendlich viele Dinge, die du nicht wahrnimmst. Pflanzen reagieren auf Schwerkraft. Licht und Tageszeit senden Duftstoffe, um Insekten anzulocken oder abzuschrecken. Und sie machen Photosynthese, wobei sie Sonnenlicht in chemische Energie umwandeln. Nebenprodukt ist Sauerstoff. Der Sauerstoff, den du atmest, den du und ich, wie fast alle Lebewesen auf der Welt, brauchen. Ist das nicht toll? Was ist ein Wald? Tja, das kannst du ja mal überlegen, wenn du das nächste Mal in einem spazieren gehst.